Hallo Freunde, wir wollen heute mal wieder eine schöne Tour machen. Heute geht das von Alendín bei Granada in die Berge bei Huerta Alegre und im zweiten Teil dann die Abfahrt durch die hohen Berge runter nach Almuñécar über Ortiva und Jete. Hier oben liegt Granada. Hier ist die Sierra Nevada. Das Skigebiet ist hier. Wir haben wieder unser Google Maps in Bearbeitung. Google Maps ist fantastisch, um sich Strecken rauszusuchen und auch als Navigationssystem zu verwenden. Also wir nutzen ständig Google Maps. Eine ganz tolle Erfindung von Google. So, okay, das einmal als Werbung. Ja, gut, Granada ist hier oben, Sierra Nevada hier, geht auch hier noch so rum, ne? Das sind so die Ausläufer. Wenn man über Sierra Nevada spricht, dann spricht man meistens über das Hauptgebiet, die hohen Berge mit dem Skigebiet, und die gehen bis zu 3800 Meter hoch. Gut, wir fahren heute aber Granada, Alendín, da geht unsere Tour los, über die Autobahn und dann Landstraße ins Gebirge nach Huerta Alegre. Hier steht Albuñélas, das ist aber hier ein Fehler wohl in Google, denn Albuñélas liegt hier. Ja, also von der Seite her, ich habe eine Möglichkeit gesucht, das zu korrigieren und mitzuteilen an Google, habe da allerdings leider nichts gefunden. Die Strecke ist sehr landschaftlich sehr schön und geht durch verschiedenste Naturgebiete. Die Natur ändert sich ständig. Wir bekommen immer mehr Blick auf die Berge. Die reine Fahrzeit beträgt ungefähr 45 Minuten. Und ich glaube, das Video geht über 27 Minuten, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Okay, ich wünsche euch viel Spaß und vergesst nicht, einen Kommentar zu hinterlassen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, damit ich weiß, was ich besser machen kann. Ja, und wie gesagt, viel Spaß. Bis später. So, im Moment fahren wir auf der Autobahn von Granada an Alendín vorbei Richtung Motril. Hinten sehen wir einen Teil der Sierra Nevada. Also die Sierra Nevada würde auch links sieht man jetzt noch ein bisschen was von der Sierra Nevada. Aber das ist ein Gebirgszug, der sich also wirklich sehr lang schlängelt, über, ich sag mal, 50 Kilometer in alle Richtungen im Prinzip. Es ist ein wahnsinniges Gebiet. Und die Berge sind ja hoch bis zu 3500 Meter. Wir werden jetzt hier gleich rausfahren. Wir sehen da hinten schon die Gebirgswelt, in die wir gleich reinfahren und die uns eine wunderschöne Natur bietet. Ich schätze so 1800 Meter. Ja, da ist wohl jemand liegen geblieben. Aber das sieht man immer häufiger in Spanien, dass die Leute dann über die Barken klettern und sich in Sicherheit bringen. Sehr vorbildlich und finde das ganz gut. Abadía. Sí, eso es. Mar. Claro.
Also so bekloppt müsste man scherzhaft ja nochmal sein, ne? Mit dem Fahrrad den Berg hochfahren. Ne? Aber als junger Mensch habe ich das früher ja auch gemacht. Ne? Da war das ja auch gesund. Oder wollen wir mal so sagen, im Alter ist das eigentlich auch noch gesund. Nur ich kann es nicht mehr. Das ist das Problem. Ja, ja, so ist das, wenn man alt wird. Desguace. Ah, possible coaches. Ja, Spanien ist vollgepflastert mit diesen elektrischen Windmühlen. Also in Spanien wird ganz tüchtig Energie erzeugt aus diesen Windmühlen. Da wo Deutschland ja quasi erst mit anfängt, will man mal so sagen. Nicht? Bicicleta. Yo 18, yo mucho conocido con bicicleta. Muchos. Yo creía igualmente vacaciones con bicicleta en Alemania. Also der war deutlich zu weit in meiner Spur. Wäre ich ein bisschen vorzeitiger da vorbeigefahren, wären wir vielleicht zusammengeknallt. Habt ihr auch rechts den schwarzen Streifen vor der Kurve gesehen? Vielleicht hat da auch einer heftig abbremsen müssen, weil ein anderer Idiot genauso gefahren ist. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal zurückfahren. Posible eso personas vida aquí en cerca y de sábado de calle y conocía por eso muy fuerte, no sé. Animales.
auf dem Schild 50. Und ich fahre gerade etwas zu schnell mit 59. Aber schaut, ich werde auch noch überholt mit durchgezogener Linie, weil ich nicht schnell genug bin. Das ist doch zum Schreien ist das doch. Hier darf man dann wieder 80 fahren. Manchmal frage ich mich, wie schnell soll man eigentlich fahren in einer Geschwindigkeitsbegrenzung, damit man nicht verkehrsgefährdend auch noch irgendwo überholt wird. Das ist der pure Wahnsinn. Schreibt doch einfach mal was in den Kommentaren unter das Video, was ihr dazu denkt. Würde mich echt interessieren. Cambio un poco hier dran. Jetzt wird es so langsam auch ein bisschen enger in der Straße. Casa barata. Casa barata. Pero antes personas vidas en interior. En universae.com. Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es una forma del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso nos brinda
Ja, seht ihr da hinten die wunderschönen Berge? Da fahren wir rein. Aber das dauert nur noch ein paar Minuten. Das zieht sich sehr lang, aber es lohnt sich. Ven al sol y multiplica todos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Cuando ves rápido surgir de agua, se le acelera el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. Seht ihr auf der rechten Seite die Ruinen? Überall an der Straße findet man Ruinen. Ja, woran das liegt, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, das liegt an fehlender Infrastruktur. Wasser, Strom und vor allen Dingen natürlich auch Telefon. Ja, und das existierte wohl nicht, so dass die Leute dann entweder in die Stadt gezogen sind oder sie sind an den Strand gezogen. Und das ist natürlich das große Problem in Spanien, warum die Natur auch austrocknet. Denn vorher wurde die Natur bewirtschaftet oder mehr bewirtschaftet. Ja, und wurde dann auch feuchter gehalten. Und heute kommen die Bauern natürlich nur, um ihre Plantagen einmal zu wässern und dann fahren sie weg und kommen dann irgendwann wieder. Ne? Also, aber das ist dieses regelmäßige vor Ort und so weiter, das ist eben halt nicht mehr der Fall. Ne? Und früher gab es eben Wassersysteme, die teilweise auch durch die Muren und wer auch immer da früher vor 1000 Jahren gelebt hat, wurden Wassersysteme gebaut, die das ganze Land mit Wasser versorgt haben und das automatisch. Ja, in Serpentin quasi wurde das Wasser quasi an alle Stellen hingeleitet, wo es hin musste. Und das hat man alles verfallen lassen. Und das fehlt dem Land. Ja, das fehlt dem Land. Und das ist ein ganz großes Problem, dass quasi die Natur austrocknet. Natürlich, wie hier zum Beispiel, hier haben wir jetzt einen Wald und der ist sehr, sehr lang. Nicht? Es ist also, wir befinden hier uns auf einem Hochplateau. Und dieser Wald ist sehr groß und das ist auch fruchtbar und so weiter, das hält sich. Ne? Aber das ist eben halt nicht überall so. Nicht? Und man könnte das Land also fruchtiger halten oder feuchter halten und dazu werden aber auch Wassersysteme notwendig, die nicht viel kosten, die einmal gebaut werden. Und die keinen Strom benötigen, sondern wo das Wasser langsam und allmählich runterfließt. Ne? Und man hat alles begradigt und entzieht einfach nur überall das Wasser. Und das ist ein großes Problem für die Natur. Nicht? Oh, seht doch, wie schön das aussieht. Wir kommen immer dichter an die Berge. Seht ihr das rechts da? Ach, ist das fantastisch. Das ist so un completo nuevo. Yo seguro 15 minutos no haré aquí. Es un poco cambio, claro.
alternativa. Más plaza. Ein bisschen eng, aber es ist ja kein Thema. Man kann ja langsam fahren, schön an die Seite fahren, dann kann der vorbeifahren, der Trecker, und das andere Auto auch. Der Trecker, der Fahrer, der muss arbeiten, und wir sind nur auf Spaßtour unterwegs. Also können wir ja auch mal ein bisschen nachgeben, ne? Sicuramente un Plaza de Camping. Ihr seht hier auf der ganzen Strecke, findet ihr immer wieder irgendwelche Buchten und Wege, die weggehen, wo man also spazieren gehen kann oder wandern kann. Je nachdem sind die ebenerdig oder sie haben auch eine gewisse Steigerung. Also hier kann man die Natur richtig noch genießen. Kann man wirklich nur empfehlen. Für mich ist das leider im Moment nicht möglich, weil ich nicht viel gehen kann. Wie gesagt, ich war 2 Jahre lang, saß ich mehr oder weniger nur im Rollstuhl oder lag lang im Bett, und bin froh, dass ich überhaupt wieder ein paar Schritte gehen kann, bis zu 10 Minuten mit Schmerzen, und dann brauche ich aber auch wieder eine Bank, wo ich mich hinsetzen kann, relativ schnell, und auf solchen Spazierwegen finde ich das dann nicht. Ne? Deswegen kann ich da also nicht weit weg vom Auto. Ne? Das ist mein Problem. Aber sonst würden wir auch viel mehr spazieren gehen. Aber das kommt auch noch wieder. Ich bin da ganz sicher. Das ist muchos años antes. Also yo conocí una vez otra dirección en dirección de Granada. Yo conocí arriba eso mucho nieves en el camino y no posible conocer más, todos cambio y conocer bajo. Also ich habe gerade im Auto erklärt, ich bin vor vielen Jahren von der anderen Seite mal hochgefahren. Ich bin zwar öfter schon hochgefahren und dann auf der anderen Seite runtergefahren,
Aber wie gesagt, das eine Mal, als ich von Almuñécar hochgefahren bin, da lag dann auf der Bahn plötzlich ganz viel Schnee und auch die vor mir, die konnten nicht weiter und wir mussten alle umdrehen und wieder zurückfahren, weil das auch wahnsinnig glatt war. Ja, also von dieser Seite merkt man ja gar nicht, wie langsam und allmählich man quasi immer weiter ins Gebirge hochfährt. Wenn man von der anderen Seite hochfährt, merkt man das ganz deutlich. Wir sehen das nachher im zweiten Teil dann, wenn wir wieder runterfahren. Das ist extrem. Und rechts seht ihr ja auch wieder das Gebirge, das Felsengebirge. Und da seht ihr plötzlich, dass wir gar nicht mehr viel weiter unten sind als die Berge, die wir jetzt schon sehen. Ja, also wir kommen der Höhe immer näher und den Bergen natürlich auch. Also wir sind im Prinzip gleich an unserem Mittelpunkt. Das ist der Restaurante Mason. Sí. ¿Será que te he visto en internet? No, yo estaba eso es. Yo antes en ese restaurante. Allí en la sombra no. En la sombra, vale. No, a mí me da igual. Yo das ist igualmente con sombra. Yo cambio en esa dirección. Eigentlich wollten wir hier was trinken, aber da waren so 3 alte Daddys irgendwie und die haben sich überhaupt nicht gekümmert um die Gäste. Also da saßen mehrere, die also warteten und es war nicht viel los, aber es tat sich nichts. Und dann sind wir wieder gegangen, weil da haben wir keine Lust zu. Wenn die keine Lust haben. Ja, jetzt sind wir oben und wir fahren im zweiten Teil dann nachher runter nach Almuñécar durch dieses Gebirge hier. Wunderschön. Nach Almuñécar. Das gibt noch mehr zu sehen. Es gibt noch mehr Spaß. Und ich freue mich, wenn ihr dann hier auf das Button klickt für den zweiten Teil unserer kleinen Tour. Und ansonsten freue ich mich natürlich noch, wenn ihr nochmal einen schönen Daumen hoch geben könnt und vielleicht auch den Kanal abonniert und dann, wie gesagt, im zweiten Teil fortsetzt. Also, bis dann. Tschüss.